Hier ist der zweite Teil zum Jassen. Im ersten Teil haben wir die Spielkarten angeschaut und wie sie verteilt werden. Nun geht es um die Spielmodi. Es gibt 3 Spielmodi. Oben abe. Also von oben hinab. Unten ufe. Also von unten hinauf. Und Trumpf. Beginnen wir mit oben abe. Dies ist der einfachste Spielmodus, weil hier immer die höhere Karte die kleinere schlägt. Daher kommt der Name. Schauen wir ein Beispiel an. Nehmen wir an, jemand spielt das Eichenass und ich habe die 9 Karten unten. Nun kommt eine erste Regel zur Anwendung. Ich muss auch Eicheln spielen, solange ich welche habe. Hier kann ich also zwischen dem Eichelnunder und der Eicheln 7 wählen. Ich würde mich hier klar für die 7 entscheiden und die größere Karte behalten. Nun ein weiteres Beispiel. Wieder hat jemand das Eichenass gespielt. Nun habe ich allerdings selbst keine Eicheln. In diesem Fall kann ich frei wählen, welche Karte ich geben will. Ich würde hier klar die Rosen 7 spielen. Das hat 2 Gründe. Erstens zeige ich meinem Mitspieler, dass ich Rosen nicht halten kann. Und zweitens ist es extrem unwahrscheinlich, dass die Karte mir in dieser Runde etwas bringen wird. Ein Fehler wäre es, wenn ich mich für Schilden entschieden hätte. Denn die Konstellation von Schildenober mit 2 weiteren Schilden sichert mir zu, dass ich bei Schilden blockieren kann. Das bedeutet, dass selbst wenn jemand das Ass und den König der Schilden spielen würde, hätte ich danach die höchste Schilde in dieser Runde. Bei den Schellen kann ich ebenfalls blockieren. Sobald das Schellenass gespielt wurde, habe ich dort die höchsten verbleibenden Karten mit dem König und dem Ober. Kommen wir nun zum Zählen der Punkte. Bei oben abe zählt das Ass 11 Punkte, der König 4 Punkte, der Ober 3 Punkte, der Unter 2 Punkte, das Banner 10 Punkte und die Achter zählen 8 Punkte. Die anderen Zahlen geben keine Punkte. Total ergibt das 157 Punkte. Das stimmt allerdings nicht ganz. Wenn ich alle Punkte der Karten zusammenzähle, dann komme ich nur auf 152 Punkte. Die zusätzlichen 5 Punkte kommen vom letzten Stich, also wenn die Spieler ihre letzte Karte spielen. Das Team, das diesen Stich für sich entscheiden kann, bekommt zusätzlich 5 Punkte. Kommen wir nun zum nächsten Spielmodus. Unten ufe. Also von unten herauf. Hier ist die Rangordnung der Karten. Die kleinere Karte schlägt die größere. Dieser Modus ist also genau das Gegenteil von oben abe. Spieler entscheiden sich für diesen Modus, wenn sie viele kleine Karten haben. Gezählt werden die Punkte leicht anders als bei oben abe. Das Ass und die 6 tauschen ihre Rolle. Das Ass gibt hier keine Punkte, dafür zählen die Sechser jeweils 11 Punkte. Sonst bleibt alles gleich. Ein König gibt wieder 4 Punkte, ein Ober 3 Punkte, ein Unter 2 Punkte, ein Banner 10 Punkte und ein Achter 8 Punkte. Zusammen ergibt wieder alles 152 Punkte plus die 5 Punkte vom letzten Stich. Bei unten ufe muss man die taktischen Überlegungen genau umdrehen. Die 7 hat hier die gleiche Bedeutung wie ein König bei oben abe. Und die 8 entspricht dem Ober bei oben abe. Wenn ich bei einer Farbe die 7 und eine weitere Karte habe, kann ich blockieren. Und wenn ich Achter und 2 weitere Karten habe, kann ich auch blockieren. Sobald die kleineren Karten gespielt wurden, habe ich die kleinste Karte der Farbe. Kommen wir nun zum letzten Spielmodus. Dem Trumpf. Hier gilt grundsätzlich wieder, dass die größere Karte die kleinere schlägt. Nun entscheidet sich ein Spieler für eine Farbe, die er zum Trumpf erklärt. Nehmen wir an, ich sage hier, Eicheln ist Trumpf. Dann bekommt diese Farbe andere Fähigkeiten. Die Reihenfolge innerhalb der Farbe ändert sich. Der Andel wird zum Trumpfbauer und der Neuner wird zum Nell. Der Bauer steht über allen anderen und wird zur höchsten Karte. Das Nell wird zur zweithöchsten Karte. Erst dann folgen die restlichen Karten der Farbe in der gewohnten Reihenfolge. Und ganz wichtig, Trümpfe stehen über den anderen 3 Farben. Ein Trumpf kann jederzeit gespielt werden und sticht jede andere Farbe ab. Auch bei den Punkten ist es anders als bei den anderen Modi. Der Bauer ist 20 Punkte wert. Für das Nell bekommt man 14 Punkte.
Sonst gelten die gleichen Punkte wie bei Obenabe, mit der Ausnahme, dass die Achter keine Punkte geben. Wieder ergibt die Summe aller Punkte 152 plus die 5 Punkte für den letzten Stich. Eine besondere Bedeutung haben der König und der Ober der Trumpffarbe zusammen. Sie bilden zusammen die Stöck. Dies ist beim Weisen wichtig. Das Weisen werde ich in einem späteren Teil erklären. Für den Bauer gilt noch eine spezielle Regel. Den Bauer muss ich nicht ausspielen, selbst wenn jemand einen Trumpf ausspielt. Nehmen wir an, jemand spielt den Trumpf Ober. In diesem Fall würde ich den Bauer wahrscheinlich nicht spielen und eine wertlose Karte geben. Anders sieht es aus, wenn das Nell gespielt wurde oder wenn besonders viele Punkte drin liegen. Nehmen wir an, jemand spielt das Trumpf Ass. Der nächste sticht mit dem Trumpf Nell. In diesem Fall würde ich sicher den Bauer spielen. Und wenn dann jemand noch einen Zehner spielt, ergibt das eine große Punktzahl in einem einzigen Stich. Konkret sind das 20 Punkte für den Bauer, 14 Punkte für das Nell, 11 für das Ass und 10 für das Banner. Total ergibt das 55 Punkte in einem Stich. Dies entspricht mehr als einem Drittel aller möglichen Punkte. So viel zu den 3 Spielmodi. Immer nachdem die Karten verteilt wurden, entscheidet der Spieler, der an der Reihe ist, anhand seiner Karten, in welchem Modus er spielen will. Neben diesen 3 Modi gibt es noch weitere, die allerdings nicht sehr verbreitet sind. Ein Modus heißt Slalom. Dort wird jeweils abwechslungsweise ein Stich Obenabe und einer Undenufe gespielt. Andere Modi funktionieren mit einem Mix, bei dem man zuerst 4 oder 5 Stiche in einem Modus spielt und dann auf den anderen wechselt. Das waren die Spielmodi. Im nächsten Teil werde ich erklären, wie die Punkte notiert werden und mit welchen Faktoren sie multipliziert werden. So viel für heute zum Thema Jassen lernen.